Hi, ich bin Marie Montixer, wohnhaft in Leipzig und ich würde mich selbst als Künstlerin bezeichnen, aber in der Szene werde ich auch als DJ erkannt. Inwiefern es ein Traum von mir war, finde ich schwierig zu sagen, weil ich glaube, das war nie so ein richtig festgesetzter Traum von mir. Ich glaube, ich habe eher davon geträumt, etwas zu machen, was mir Spaß macht, wofür ich brenne. Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es an sich auch schön ist, etwas zu machen, wofür man brennt, aber dadurch die emotionalen Grenzen sich auch verschieben im Beruf. Aber ich denke, leben tue ich ihn auf jeden Fall, weil wenn man die Reise anfängt anzutreten, dann ist man irgendwie direkt in diesem Rhythmus, in dem Moment irgendwie drin. Man weiß, okay, man startet jetzt die Reise und es fängt quasi auch nicht an, wenn das Set beginnt, sondern es fängt an, wenn ich meine Haustür verlasse. Und ja, ich sehe es auf jeden Fall als krasses Privileg, das machen zu können. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr schön, was mit Musik zu machen. Ich habe eher gedacht früher, dass ich, wenn ich etwas mache, was mir Spaß macht, dass ich Musik mache, als dass ich Musik auflege, weil ich auch Musikinstrumente gespielt habe und das ist sehr stark in den Hintergrund gerückt. Aber genau, also ich würde schon sagen, dass ich den Traum, der so ein bisschen unausgesucht war, dass ich den versuche zu leben, so gut es geht. Also du machst auch den Lifestyle mit dem Reisen und Orte kennenlernen, Clubs kennenlernen, die du davon nicht kanntest? Ich mag das sehr gerne, neue Städte auf jeden Fall kennenzulernen, die Menschen, die dort leben und die Geschichte dort auf jeden Fall auch mitzubekommen. Das Reisen an sich wird sehr stark unterschätzt. Ich glaube, ich hätte mir als junge Künstlerin gewünscht, so ein bisschen mehr vorbereitet gewesen zu sein auf das Ganze. Ich glaube, das wird sehr stark idealisiert. Also das, ich glaube, Social Media ist halt einfach irgendwie starker Vorreiter im Zeigen von allem, was schön ist, aber nicht auch in den Nachteilen. Und manchmal macht es Spaß und manchmal kann ich das auch genießen. Jedoch, wenn man 2 oder 3 Gigs am Wochenende spielt, dann zieht es sich schon ganz schön. Also es ist sehr... mir ist es auch später erst aufgefallen, beziehungsweise das auch in Worte fassen konnte, dass man wird quasi von seinem Lebensraum, vom Gewohnten quasi entkoppelt jedes Wochenende. Und ich glaube, das macht psychisch auch was ganz krass mit einem. Also man reist jeden Freitag los und das reißt einem ja auch raus aus der Comfortzone, aus dem Zuhause, von den Freunden weg. Und ich glaube, das macht viel mehr was mit mir als die Reise selbst. Natürlich ist das auch positiv, man tritt die Reise an, aber es hat auch, wie gesagt, negative Faktoren. Und ja, das Zurückkommen ist dann auch schön, aber auch irgendwie auf eine andere Art und Weise belastend, weil die ganzen schönen Momente, die man gesammelt hat, die ganzen Menschen, die man kennengelernt hat, das war sehr reichhaltig, aber im Grunde genommen ist es etwas, das man ganz alleine genießt und manchmal ist es ja auch schön, irgendwie zusammen mit vertrauten Personen Dinge zu genießen. Deswegen, ja, ich glaube, wie gesagt, es wird stark idealisiert und ich würde mir auch wünschen, deswegen spreche ich eigentlich ganz gerne darüber, um junge Künstlerinnen irgendwie darauf vorzubereiten, weil ich glaube, es gibt einen Moment, wo man sich ganz bewusst dafür entscheiden muss und den trifft man schneller, als man denkt, weil man sich klar die Vorstellung hat, es ist alles schön, man reist, man verdient viel Geld, man macht Musik, es macht sehr, sehr viel Spaß, aber am Ende wäre es auch irgendwie schön, eine realistische Sicht auf diese Dinge zu haben und ja, das fände ich irgendwie schön, wenn das auch irgendwie so ein bisschen so das Mental Health-Thema so ein bisschen mehr eine Rolle irgendwie spielen würde, auch in meiner Szene, vor allem in der elektronischen Musikszene. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, musste ich kurz drüber nachdenken. Ich glaube Routine ist irgendwie wichtig, das wäre der erste Punkt, der zweite Punkt wäre Grenzen und der dritte wäre Lebenseinstellung. Erstes geht einher mit zweiten, also ich entdecke irgendwie meine Routinen, was ich mache, bevor ich losfahre. Wie wichtig ist es aber auch, die Grenzen zu wahren zwischen, ich habe mein Hobby
jetzt zum Job gemacht. Da habe ich auch auf jeden Fall eine Zeit lang gebraucht, um herauszufinden, okay, das ist irgendwie meine Passion, ich lebe das, ich liebe das zu machen, aber der Anspruch an sich selber, auch alle Dinge richtig, richtig gut zu machen, ist extrem hoch in der Künstlerinnenbranche. Und da zu schauen, okay, inwieweit kann ich meine Grenzen ausweiten, wo sind meine Grenzen als Künstlerin, wie setze ich die fest und wie kann ich am besten irgendwie Routinen einbringen, die mich festigen, die mich stärken in meiner Arbeit, in meiner Persönlichkeit, in dem, was ich mache. Und das spiegelt sich halt sehr stark dann auch in meiner Arbeit auch einfach wieder. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass meine Lebenseinstellung sehr krass in meine Arbeit mit einfließt. Heißt, dass politisches Engagement einfach auch eine große Rolle in meiner Arbeit spielt. Dass ich das, was ich irgendwie, sei es in Freundeskreisen, politische Themen, über die man sich austauscht oder andere Dinge, dass die auch sehr stark einfach mit in meine Arbeit einfließen. Und ja, der Fokus ist bei mir, ich habe ja mein Frauenkollektiv, mein Flinter-Kollektiv in Köln und genau, da ist die Arbeit, bezieht sich vor allem auf die Gleichberechtigung von Flinter-Personen in der Szene und ich glaube, das ist irgendwie ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für mich und das fließt sehr stark auch mit in meine Arbeit ein und das habe ich gelernt, dass das je gefestigter ich bin als Künstlerin, desto mehr avanciere ich quasi auch mit solchen Projekten und das ist auch irgendwie schön zu sehen und da habe ich viel gelernt über mich selbst und über meine Arbeit und ja, konnte irgendwie viel mit einbringen mit anderen Menschen zusammen und das stärkt einen ja auch und das ist ein sehr schöner Aspekt. Ja. Ich glaube, es kommt auch nochmal darauf an, in welcher Klasse man quasi stattfindet. Ich glaube, Menschen mit mehr finanzieller Unterstützung und Ressourcen haben viel mehr kulturellem Kapital, haben einen viel einfacheren Zugang als andere Menschen. Wie schwer war es für mich? Ich hatte auch keine große finanzielle Stütze. Ich hatte aber dadurch, dass ich ein Musikinstrument gelernt habe in meiner Kindheit, eine Art kulturelles Kapital. Das heißt, ich hatte schon Berührungspunkte mit Musik und Kultur. Ich glaube, es ist viel schwieriger, wenn man die nicht hat. Trotzdem, wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, viele junge Menschen sind interessiert daran, als Künstlerin zu arbeiten und ihre Passion zum Beruf zu machen, was sehr schön ist. Ich denke, dass die Kulturbranche auch immer weiter, in einem größeren Maße unterstützt wird, aber für mich war es trotzdem sehr schwer, der Einstieg, auch als Frau. Und ich denke immer noch, dass der Einstieg auch relativ schwer sein kann, weil entweder die finanzielle Ressource fehlt oder halt, weil der Markt halt schon eine relativ große Nachfrage hat. Aber es gibt viele talentierte junge Menschen da draußen, deswegen da herauszustechen ist auf jeden Fall auch eine Art von Kunst, glaube ich. Ja, also ich denke schon sehr schwierig. Okay, ich versuche nochmal an dem anzuschließen, was ich zuletzt gesagt habe in der anderen Frage, dass ich viel Support erfahren habe von dem Kollektiv Warning, aber dass es in einer männlich dominierten Szene immer noch schwierig ist, sich als Frau zu positionieren. Also, dass man mehr Arbeit reinstecken muss oder man hat das Gefühl, man muss mehr Arbeit reinstecken, mehr Effort reinstecken, um da anzukommen, wo man ankommen möchte. Da denke ich gar nicht primär an meine Musikkarriere als erstes, um ehrlich zu sein, sondern um das, was drumherum passiert. Mir sind meine Beziehungen sehr wichtig, zu meinen Freunden, beziehungsweise meine zwischenmenschliche Beziehung mit meinen Freundinnen. Mein Partner ist mir sehr wichtig und wenn ich darauf zurückblicke, dann wünsche ich mir sehr, dass diese Beziehungen standhalten. Weil, genau, wie schon gesagt, wenn man jedes Wochenende irgendwie losreist am Freitag, dann verpasst man auch das ganze Leben der Freunde so ein bisschen, wenn alle in Bars gehen und zusammen Zeit verbringen. Und es ist auch definitiv nicht einfach, eine Partnerschaft zu führen in so einem Leben. Genau, und deswegen hoffe ich, dass so vor allem meine besten Freundin Agnes, die sitzt hier auf der Linken, und Sophie und Sam sind für mich so sehr wichtige Menschen in meinem Leben, dass die am Ende meiner Musikkarriere auch immer noch bei mir sind. Dass Leon, mein Partner, einen langen Atem hat. Ja,
ich weiß nicht, das ist einfach, ich hoffe darauf, dass alles gut geht natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ich darauf zurückblicke, hoffe ich auch, dass ich etwas verändern konnte mit dem, was ich mache. Das ist auch irgendwie wichtig. Sogar sehr wichtig eigentlich für die Generation danach, dass Kultur und Künstlerinnen mehr unterstützt werden. Und ich hoffe, dass da so ein bisschen so ein Wandel stattfindet. Aber trotzdem, ja, es ist wie gesagt nicht einfach, seine Beziehungen irgendwie standzuhalten, zu pflegen. Und das ist sehr wichtig. Und ich hoffe, wenn ich zurückblicke, dass die immer noch alle da sind. Ich habe sehr stark in Corona gemerkt, dass Radioshows mir sehr viel Spaß machen. Ich habe vorher sehr cluborientiert gespielt, also elektronische Tanzmusik, und in Radioshows kann man viel experimenteller gehen, man kann sich mehr ausleben, und da habe ich gemerkt, dass ich mich musikalisch ganz anders entfalten kann. Und ja, ich hoffe, das bleibt halt noch so ein bisschen so, dass man halt immer weiter sich entfaltet, was Neues entdeckt, was Neues ausprobiert, dass die Neugier nicht verloren geht. Ich fände das irgendwie schön, dass man nicht den Spaß auch daran verliert, eben weil man sein Hobby zum Beruf gemacht hat, und dass die Entfaltung immer weitergeht und immer höheres Level für einen selbst auch erreicht.